Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute auf jeden Fall Aktienhandel am Start. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze erstmal an und dann kommen wir auch direkt zur Installation. Ja, wir können das Ganze ja halt abrufen, wenn wir uns das New Banking halt auch mit schon installiert haben. Ja, dazu habe ich wahrscheinlich dann auch schon ein Video gemacht. Müsst ihr mal gucken. Ja. Da gehen wir halt wieder per Bank rein und dann haben wir hier unten das Ganze mit den Aktien. Und da klicken wir einfach drauf. Dann hier nochmal den Fingerabdruck. Ne? Ist schön angepasst, finde ich, und passt doch easy peasy. Genau. Was macht es gibt? Ja, wenn wir neu auf den Server kommen, sollten wir gucken halt, ob diese Option überhaupt möglich ist. Wenn ja, dann immer das Geld hier rein investieren, was man bekommt, ja, um einen Plus zu machen. Genau, wir gehen hier auf Kaufen und wir sagen, wir wählen uns hier dann einfach, ja, was wählen wir uns aus? Ich habe so die Erfahrung gemacht, wir müssen richtig in Minus gehen. Das hier zum Beispiel, sagen wir hier, 4000, gehen wir jetzt aus. Sagen wir okay, haben wir gekauft, ja. Was mehr Geld denn? Okay, ich verstehe. Genau, und dann können wir das Ganze dann hier auch sehen. Und hier ist zum Beispiel, habe ich ja schon so davor halt alles ausprobiert und so. Hier haben wir das hier zum Beispiel, ist gerade richtig gut im Kurs. Da sagen wir verkaufen, ne, haben wir wieder Plus gemacht. Und ja, so funktioniert das Ganze. Ja, hier haben wir auch Plus. Investiert 6.500, sagen wir auch mal auszahlen, und jetzt haben wir schon mal 17.000 wiederum. Und ja, so funktioniert das Ganze. Genau, und ich würde auch sagen, wir kommen direkt zur Installation. Hier haben wir noch die Blips. Hier können wir auch hingehen, ja, sind jetzt 4 Stück. Ihr könnt natürlich auch noch mehrere hinzufügen. Das ist gar kein Problem. Ja. Und man kann das an jeden ATM dann trotzdem noch machen, wenn man das ATM-Script dann auch hat. Gut, Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen und entpacken. So, da haben wir diese ZIP-Datei und da gehen wir auf jeden Fall einfach hier entpacken, oder wir gehen in den Ordner und ziehen das Ganze einfach raus. Ne? So, wir kopieren uns hier einfach den Namen raus, ja. Loggen uns dann ein in unseren Server, gehen in den Resource-Ordner und wie wir hier sehen, habe ich das schon installiert. Das heißt, wir gehen hier rein, zack, und dann, ja, ist das schon mal drauf. Dann gehen wir in die Server CFG. Wenn wir jetzt andere Server CFG haben, dann gehen wir da rein. In meinem Fall ist das so. Ich habe das Ganze ein wenig getrennt. Dann müssen wir hier einfach noch Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen einfügen. Anschließend hier noch speichern und übernehmen. Soweit ist das Ganze dann auch gestartet und kann auch schon benutzt werden. Nur wir brauchen noch eine SQL. Die finden wir auch hier im Ordner Datenbase. Da gehen wir einfach drauf, kopieren uns die raus, zack, auf den Monitor. So, als nächstes kontrollieren wir erstmal. A, können wir machen das so, dass wir hier unseren Datenbanknamen eintragen, oder wir sagen einfach, jo, frag das mal nicht ab, nicht öffnen, nein. So, jetzt nur noch speichern und fertig. Ja. Dann fragt ihr den Datenbanknamen nicht mehr ab und somit können wir das halt immer in jede Datenbank einfach so reinladen, ohne eine Abfrage zu haben. Genau, so. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch die Datenbank. Die habe ich jetzt hier am Start. Ne? Hier einfach nochmal draufklicken auf den Namen. So, als nächstes gehen wir auf Importieren. Dann wählen wir unsere Daten bzw. SQL aus. Ja. Da gehen wir dann einfach hier auf Datenbank, Datenbase eher gesagt, und sagen öffnen und bestätigen das hier noch mit OK. Und somit lädt das Ganze sich dann rein.
Und ja, wir können das Ganze dann auch hier sehen. Die Benutzer, wer halt eine Aktie schon hat und so weiter und so fort. Ne? Genau. Gut. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Beziehungsweise können wir uns noch kurz die Dateien anschauen. Ja, genau. Einmal haben wir hier noch die Sprache. Ja, die die haben wir einmal in DE. Die würde ich euch aber nicht empfehlen, weil zwei Sachen fehlen. Ihr solltet eher die EN übersetzen. Das ist jetzt schnell gemacht eigentlich. Und somit läuft das Ding auch. So, dann haben wir noch die Config. Ja, hier können wir die Sprache halt ändern. Wie ich ja eben schon gesagt habe, benutzen wir auch dann die EN, damit wir keine Fehler haben. Ja, hier sind die 4 Blips, die ich euch vorhin gezeigt habe in-game. Ja. Genau, hier können wir die Blips einen Namen geben. Hier haben wir die Blip-ID. Die können wir halt auch ändern. Das ist, damit es dann ein Auto ist oder ein Haus auf der Map. Ne? Genau. Wir können die Blips aber auch ausstellen oder anstellen. Für True ist an. Und wenn wir False hinschreiben, dann ist aus. Hier haben wir nochmal die Tastenbelegung. Und hier können wir nochmal entscheiden, wie viele Aktien jeder Spieler haben darf. Und was das Minimum ist. Und so. Müssen wir halt mal ausprobieren. Ja, wenn wir das Ganze geändert haben, speichern, wieder hochladen. Und fertig. So, jetzt gehen wir noch in den Client-Ordner HTML und hier können wir noch mal die Oberfläche bearbeiten. Und zwar alles schwarz markierte, werden wir auf Deutsch übersetzen. Ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich halt auf jeden Fall und dann funktioniert das Ganze auch. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.